was man dazu noch braucht, ist ein Kaffeeröster. So, jetzt habe ich noch eine Kaffeemühle von meiner Urgroßmutter. Moin ihr Lieben, heute machen wir Lagerfeuerkaffee, aber nicht einfach nur Lagerfeuerkaffee, sondern es gibt zu dem Rezept auch jede Menge Hintergrundinformationen und wir rösten die Bohnen selber. Fangen wir gleich mal an. Wo kommt der Kaffee her? Der Kaffee in Amerika wurde früher importiert und zwar als grüner Kaffee. Das sieht man hier. Die grünen Kaffeebohnen sind deutlich kleiner, kompakter und natürlich deswegen leichter zu transportieren. Und es war früher üblich, die Bohnen selber zu rösten. Dann kam irgendwann einer auf die Idee, und zwar hier der Arbuckles Kaffee, die Bohnen schon geröstet zu verkaufen. Dann mussten sie nur noch gemahlen werden. Ein lieber Freund von mir hat dieses Paket als Replik gefertigt mit geröstetem Kaffee und innen drin sogar die Original-Zuckerstange. Denn es war früher üblich, dass derjenige, der den Kaffee gemahlen hat, diese Zuckerstange behalten konnte. Und vielleicht kennt ihr die alle. Das sind diese rot-weißen, ich sage immer Wanderstäbe, die man so in den amerikanischen Filmen immer sieht, dass die dort im Tannenbaum hängen. Und das war das erste Mal, dass also gerösteter Kaffee verkauft wurde. Gemahlen hat man den damals noch nicht verkauft, weil es einfach zu schnell das Aroma verliert. Jetzt brauchen wir hier zum Kaffeerösten einmal grünen Kaffee. Den grünen Kaffee kann man inzwischen überall auch mal im Internet bestellen. Es gibt auch viele Firmen, die so Kaffeeröstereien, so kleine handwerkliche Kaffeeröstereien, die den anbieten. Der Kaffee ist relativ günstig, denn hier in Deutschland wird durch das Rösten erst die Kaffeesteuer fällig und die ist also nicht unerheblich. Und was man dazu noch braucht, ist ein Kaffeeröster, so Flohmarktpfund oder sowas. Man kann den hier aufmachen. Dann kommt hier der Kaffee rein. Ich mache das mal eben. Nicht zu viel. So. Und wenn man dann, sieht man das noch halbwegs hier, wenn man dann rührt, dann bewegt sich hier der Kaffee drin. Und das machen wir das Ganze jetzt auf dem Lagerfeuer. So, bei wenig Hitze anfangen und immer schön rühren. Rühren, rühren, rühren. Das dauert seine Zeit. Und plötzlich fängt man dann an, den Kaffee zu riechen. Und dann muss man aufpassen, dass er nicht zu schwarz wird. Und dann schütten wir ihn gleich raus auf einen Teller, damit er auskühlt. Und dann geht es weiter. So, jetzt habe ich noch eine Kaffeemühle von meiner Urgroßmutter. Und das Schöne daran ist, die funktioniert ohne Strom, auch draußen am Lagerfeuer. Da gießen wir einfach was von unseren Kaffeebohnen rein. So. Zumachen und dann wird gemahlen. So, für unseren Lagerfeuerkaffee brauche ich so eine Lagerfeuerkanne. Die hängt da, also die zeichnet sich dadurch aus, dass vorne der Ausgießer ist und hinten der Henkel. Nicht oben drüber, sondern seitlich. So, jetzt habe ich die bis etwa hier mit Wasser voll gefüllt. Und jetzt kommt was von unserem Kaffeepulver rein. Kann ruhig großzügig sein. So, Deckel drauf und ans Lagerfeuer. Jetzt lege ich mir das Feuer so hin, dass ich an einer Seite Platz habe für die Kanne.
So, ihr Lieben, jetzt habt ihr gesehen, wie man den Kaffee zubereitet. Jetzt haben wir ihn eingegossen und jetzt zeige ich euch, wie man den trinkt. Ich meine, es ist nicht schwierig, eine Tasse Kaffee zu trinken. Das wird ja jeder schon mal gemacht haben. Aber wir haben ja unten den Satz drin. Das heißt, man trinkt die Tasse nicht komplett aus, sondern schüttet da ein bisschen und kippt den Rest in die Rabatten oder auf die Wiese. Und der Rest vom Lagerfeuer-Kaffee, der geht am nächsten Morgen dann auch aufs Lagerfeuer, damit der letzte Rest auch aus ist. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, teilen, dann ein Abo dalassen und die Glocke läuten. Vielen Dank.